Oh mein Gott, zwei gleiche Laser auf dem Tisch? Nein, das ist nicht so. Ich habe hier einen 36 Watt Laser auf dem Tisch stehen und ich habe hier einen 48 Watt Laser. Ja Leute, richtig gehört. Und wir wollen uns heute mal diesen 48 Watt Laser anschauen, ob der sich dann überhaupt lohnt, diese 48 Watt, oder ob auch der 36 Watt Laser ausreicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. So, Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und viele kennen mich von den ganzen Laservideos hier. Da gibt es eine richtig coole Playlist hier oben verlinkt. Hier, schaut da einfach mal drauf. Da gibt es einige Laservideos drin, die euch wirklich weiterhelfen können. Darunter ist auch der iKear K1 Ultra mit 36 Watt hier, und ich muss gleich am Anfang sagen hier, ich liebe diesen Laser. Es macht sowas von Spaß, mit diesem Laser hier zu arbeiten. Die Geschwindigkeit, die Genauigkeit und vor allem halt auch das Ausrichten der Werkstücke. Es macht sowas von Spaß. Also ich kann es euch nochmal empfehlen. Schaut auch nochmal dieses Video zusätzlich an, denn ich werde jetzt nicht nochmal auf komplett alles eingehen, denn wir schauen uns heute nämlich diesen 48 Watt Laser hier an. Das ist der iKear K1 Pro Max, so heißt er, glaube ich. Und den wollen wir uns genauer anschauen. Der hat eigentlich die gleichen Features wie der hier, deshalb will ich da immer mal ein bisschen drauf überweisen. Ich werde nicht auf alle Features hier eingehen von diesem Laser, deshalb schaut einfach nochmal das hier genauer an, denn im Endeffekt ist hier nur das Modul hier ein bisschen anders, hat 48 Watt und ist umschaltbar auf 24 Watt. Jetzt fragen sich viele wahrscheinlich, warum umschaltbar? Lassen wir doch einfach die 48 Watt und gut ist. Nee, das hat schon einen Hintergrund, denn ihr müsst jetzt bedenken, bei 48 Watt sind hier 8 Laser verbaut hier. Diese 8 Laser gehen über Spiegel und umso mehr Laser da verbaut worden sind, umso größer wird der Laserpunkt unten. Wenn ich jetzt aber die Hälfte wieder abschalten kann an den Lasern hier, sprich, ich habe dann nur noch 24 Watt, dann wird der Laserpunkt wieder kleiner. Das hat den Vorteil, dass ich hier beim Schneiden volle Power bringen kann. Hier 8 Laser, die hier durchpowern hier. Und beim Gravieren, was ja eigentlich sehr wichtig ist, weil ich ja diese Feinheiten haben will, da wird der Laserpunkt wieder kleiner und feiner. Das heißt in Zahlen ausgedrückt hier, wir haben bei den 48 Watt eine Lasergröße von 0,1 mal 0,15. Also das ist nicht ganz so klein hier. Und wir haben bei 24 Watt, das muss ich ablesen, eine Größe von 0,08 mal 0,1. Also das heißt, wir können hier einfach feiner gravieren. Und das ist der große Unterschied dafür, dass wir dann hier einfach umschalten können. Und ich finde das echt einen richtig großen Vorteil daran. iKear ist ja die Premium-Marke hier von Atomstack, und Atomstack hat ja auch den X40 rausgebracht hier. Der X40 ist so ähnlich, der hat auch 48 Watt umschaltbar auf 24 Watt, aber ist halt eine abgespeckte Version und nicht die Premium-Variante wie diese beiden iKear hier. Wir wollen natürlich auch nochmal die Unterschiede hier bringen. Was ist der Unterschied zum 36 Watt, zum 48 Watt, außer die Leistung natürlich, was ist anders verbaut worden, und natürlich auch die Unterschiede zum X40, was der X40 für eine abgespeckte Variante ist hier und ob auch vielleicht die reicht. Jetzt fangen wir mal an, wie der ganze Unterschied hier ist zwischen diesen beiden Modellen hier, zwischen dem 36, 48 Watt hier. Und das ist schon mal ein großer Unterschied, der mir aufgefallen ist hier. Das sind die Füße. Die Füße sind hier rund, wie ihr jetzt gerade sehen könnt hier. Und die sind neu, die sind schraubbar, und da kann man sich dann auch noch Erhöhungen dazu kaufen. Aber man hat hier trotzdem keine Möglichkeit, hier diese Füße, ich sage jetzt mal, fix auf eine Opferplatte zu schrauben. Deshalb kommen diese weißen Dinger hier zum Vorschein. Die werde ich euch aber am Schluss des Videos einfach nochmal erklären und wo ihr das finden könnt. Ja, beim 36 Watt haben wir einfach, seht ihr hier gerade, das sind so eckige Füße, auch solche weißen Klötze drunter, aber wie gesagt, erkläre ich euch später. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied zwischen den beiden Modellen hier.
Ich möchte trotzdem noch mal kurz ansprechen hier, was dieser iKeer hier alles kann. Auch der 36 Watt, also da unterscheiden die beiden sich überhaupt nicht hier. Das ist schon mal allein diese Linearführung. Wir haben hier eine Linearführung hier verbaut auf der Achse hier und auf der Achse eine Linearführung. Und deshalb können wir echt mega Geschwindigkeiten fahren. Hier bei diesem Modell wird angegeben 54.000 mm pro Minute. Können wir hiermit fahren, also 900 mm pro Sekunde, und das ist echt enorm. Und das können wir nur über diese Linearführung bringen. Eine Linearführung haben wir hier auch in der Höhenverstellung, die apropos auch automatisch geht. Wir haben ein automatisches Fokusteil drauf hier. Das heißt Autofokus. Hier ist ein kleiner Schalter verbaut, wo man dann einfach nur, das muss man im Lightburn aber einstellen. Das erkläre ich hier in diesem anderen Video hier beim 36 Watt. Da schaut ihr bitte da nochmal drauf. Wie gesagt, Autofokus hier, und in diesem Modell hier drin ist auch dieses Laserkreuz hier verbaut, was mir auch mega gut gefällt hier. Da kann ich dann mein Werkstück ausrichten an den Punkt hier und dann lasert es genau an diesem Punkt. Muss ich aber auch in Lightburn einstellen, und wie gesagt, das schaut ihr bitte im ersten Video an. Jetzt möchte ich euch noch kurz was im Lightburn zeigen. Ich habe euch im letzten Video nämlich gezeigt, im 36 Watt, wie man das Kreuz verdrehen kann. Bei mir war es nämlich ganz leicht verdreht, wie man das abbaut und wie man das einstellt. Dazu müsst ihr ein kleines Kreuz lasern, aber das schaut ihr euch nochmal an. Aber ich habe in diesem Video euch nicht erklärt, wie man das Ganze horizontal und vertikal ausrichten kann. Deshalb zeige ich euch das ganz schnell nochmal. Dazu gehen wir jetzt einfach in die Geräteeinstellungen rein, und jetzt haben wir hier einen Zeigerversatz. Und wenn man der aktiviert ist, könnt ihr hier die X- und Y-Achse nochmal einstellen. Das heißt, ihr lasert ein Kreuz hin und arbeitet euch immer da jetzt hin, wo das Kreuz angezeigt wird. Und da könnt ihr einfach den Versatz einstellen. Bei mir ist es jetzt in diesem Fall beim 48 Watt 1 mm jeweils auf der X- und Y-Achse. Nur, dass ich nochmal euch gezeigt habe, dass man das auch horizontal und vertikal einstellen kann. Ihr habt es ja gerade vorhin auf den Opferplatten hier Koordinatensysteme gesehen. Die könnt ihr wie gewohnt natürlich bei mir auf der Homepage kostenlos downloaden. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal drauf, denn da sind auch alle anderen Dateien drin. Die ganzen Schnittdateien, die Speed- und Power-Tests für die verschiedenen Materialien und alles, was ihr da heute sehen werdet, sind alle kostenlos zum Downloaden. Also schaut da einfach mal drauf. Die ganzen Werte auf der Homepage sind auch alle Richtwerte. Da könnt ihr euch einfach mal so dran richten, einfach mal, und selber ein bisschen dann mit diesen Werten rumspielen. Noch ein cooles Feature ist das automatische Absinken beim Schneiden. Das finde ich ein cooles Feature, das können wir nur erreichen durch diesen Autofokus, weil wir ja hier eine Elektronik verbaut haben, um das Ganze hier automatisch hoch und runter zu fahren hier. Und das können wir beim Schneiden machen. Also das heißt, das muss man auch in Lightburn einstellen hier. Sagen, ich mache hier 3 Durchgänge und pro Durchgang sinke mir bitte 3 mm. Maximal 8 mm sind möglich, dass er absinkt. Das hat diesen Vorteil hier, dass ich dann praktisch diesen Fokus, diesen fixen Fokus von 8 mm bei jedem Durchgang um ein paar Millimeter nach unten versetzen kann hier, um eine höhere Schnittleistung oder Schnitttiefe damit zu erreichen. Dieser kleine Schalter ist hier verbaut, und zwar können wir hier umschalten zwischen 48 Watt und 24 Watt. 24 Watt unten, 48 Watt oben. Also achtet bitte da immer darauf, wenn ihr irgendwas graviert oder schneidet oder so, achtet immer drauf, wo hier der Schalter steht. Die Features der beiden Laser, die wisst ihr ja, aber wer jetzt genau die Einstellungen haben will, da gehe ich heute nicht drauf ein bei diesem 48 Watt, denn die ganzen Einstellungen sind identisch hier bei dem 36 Watt, dem Ultra, und da könnt ihr nochmal ins Video reingehen, wie man die Höhenverstellung einstellt in Lightburn, die automatische Fokus einstellt, das Laserkreuz und. Da schaut bitte nochmal da rein, da erkläre ich alles im Detail. Denn wir gehen nämlich hier bei diesem Laser hier eher auf die Schnittleistung ein hier, und was hat er denn überhaupt für eine Leistung? Und da sparen wir uns einfach enorm Zeit mit dem Video. Aber es gibt ja noch diesen X40 von Atom Stack hier. Dieser X40 ist ja die abgespeckte Variante hier von diesem iKeer. Der ist auch ein bisschen günstiger von dem her. Also wer nicht ganz so viel Geld ausgeben will und die Features, die er weniger hat, nicht braucht, der kann ruhig auf den X40 gehen. Aber was hat er denn weniger an Features? Ich habe es mal rausgeschrieben hier. Also er hat nur
eine Linearführung, hier diese hier. Der andere ist ganz normal, standardmäßig, wie es jeder Diodenlaser eigentlich heutzutage hat hier. Deshalb können wir auch nicht diese hohe Geschwindigkeit fahren, hier wie mit dem Ike hier. Wir können mit dem X40 hier 30.000 Millimeter pro Minute können wir fahren. Das ist natürlich gegenüber von 54.000 schon ein enormer Unterschied, aber das hat was mit der Linearführung zu tun. Ich habe es mal aufgeschrieben, den Auto-Air-Kompressor an und aus, das hat er auch, der X40, aber was er jetzt nicht hat. Er hat keinen Autofokus, hat er nicht, also man muss es noch manuell hier einstellen, hier mit dem kleinen Rädchen hier oben. Er hat das Laserkreuz zum Positionieren der Werkstücke, hat er auch nicht, und er hat kein automatisches Absinken. Das ist klar, wenn wir keinen Autofokus haben, können wir auch kein automatisches Absinken machen. Also das müsst ihr einfach wissen, aber ich finde diese Features einfach sowas von dermaßen von mega einfach, was mir das Lasern richtig erleichtert, dass ich die gar nicht mehr missen möchte. Aber wer es nicht braucht, der kann auch ruhig auf den X40 gehen. Den werde ich unten natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Ihr habt ja gerade vorhin auf den Opferplatten hier Koordinatensysteme gesehen. Die könnt ihr wie gewohnt natürlich bei mir auf der Homepage kostenlos downloaden. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal drauf, denn da sind auch alle anderen Dateien drin. Die ganzen Schnittdateien, die Speed- und Power-Tests für die verschiedenen Materialien und alles, was ihr da heute sehen werdet, sind alle kostenlos zum Downloaden. Also schaut da einfach mal drauf. Die ganzen Werte auf der Homepage sind auch alle Richtwerte. Da könnt ihr euch einfach mal so dran richten, einfach mal und selber ein bisschen dann mit diesen Werten rumspielen. Ihr findet dann auch hier auf der Homepage, die sind nicht von mir die Füße, die sind vom Jürgen, die er kreiert hat. Da findet ihr auch die Füße zum Downloaden. Die werde ich euch aber am Schluss des Videos einfach nochmal zeigen. In beiden Varianten könnt ihr die hier dann findet ihr einen Link, da könnt ihr die Datei hier kaufen für ein paar Euro und dann könnt ihr diese Füße hier für den 36 Watt hier und für den Pro Max könnt ihr auch nochmal dann selber, wenn ihr einen 3D-Drucker habt, selber nochmal drucken. Die Füße sind dafür da, dass wir den Laser fix auf eine Opferplatte hier draufschrauben können oder hinstellen können. So meine Lieben, ein Punkt ist mir noch mega wichtig, das Thema Sicherheit. Ihr seht schon die Laserschutzbrille hier. Bitte setzt die immer auf. Immer. Denn es gibt auch Umgebungsstrahlen hier. Schaut niemals in den Laserstrahl hier rein. Es ist euer Augenlicht, also achtet darauf. Ebenso baut ihr euch am besten noch ein Gehäuse drumherum. Dann habt ihr schon mal das Problem mit den Umgebungsstrahlen schon mal weniger hier. Oder kauft euch einfach ein fertiges Gehäuse hier. Und ich habe mal Videos darüber gemacht, wie man ein Lasergehäuse selber bauen kann. Oder hier ein Faltgehäuse, was auch relativ cool ist. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Thema Abluft. Abluft ist auch sehr wichtig. Es sind giftige Gase, die da entstehen. Atmet diese Gase einfach nicht ein. Macht das, wenn, dann irgendwo draußen. Oder, wie gesagt, mit dem Gehäuse Abluft, Ventilator dran und das Ganze nach draußen leiten. Und es gibt auch so Filtersysteme, wo dann die Luft relativ gut filtern. Das ist auch schon 1000-mal besser, als das Ganze ohne zu betreiben. Weil es stinkt richtig und es ist giftig. Dritter Punkt wäre bei mir noch, lasst den Laser bitte niemals allein, niemals. Nicht mal schnell hier Start drücken, hier eine halbe Stunde wegspringen. Da kann um einiges passieren. Ich habe da schon so einiges gesehen. Also achtet bitte auf die Sicherheit und lasst diesen Laser niemals allein. Ach komm Leute, wir lasern jetzt einfach mal los. Wie gesagt, die ganzen Dateien, die könnt ihr unten kostenlos downloaden. Also den Link zur Homepage findet ihr da und da könnt ihr dann kostenlos downloaden. Mein Gott. Aber es fragen immer so viele Leute. Wo ist der Link? Also gut, wir legen los. Achtet bitte darauf, dass immer wieder mal geswitcht wird zwischen 48 Watt und 24 Watt. Alles, was mit Schneiden zu tun hat, bin ich bei 48 Watt und das meiste beim Gravieren ist natürlich dann diese 24 Watt. Aber das könnt ihr alles nochmal auf der Homepage dann nachlesen und wir schauen einfach mal, was das für ein krasser Unterschied hat, diese 48 Watt zum 36 Watt und ob es vor allem dann auch noch sinnvoll ist, dann so stark zu schneiden und wie die Qualität am Schluss dann ist. Jetzt werden wir das Ganze am Schluss dann einfach nochmal besprechen und die Sachen einfach anschauen und gut ist. Ich würde sagen, wir legen los, ihr schaut zu und ich werde es mal ein bisschen lasern. Also bis gleich. This time, yeah.
let's get this started. Where's the party tonight? I feel good, nothing weighs me down. I can't believe my luck right now. Red eyes while he said, don't you wanna have fun? Fool around with someone. Don't you wanna have fun? Never mind my dumb heart. It needs a little kickstart. 'Cause don't you wanna have fun? Don't you wanna have some fun? Don't you wanna have some fun? Ooh, who needs a job to pay the rent is busy. Gotta feel free sometimes, right? What doesn't make you will only make you stronger if you believe what they say. Might be that another day she would have wished to stay, but they're done. Red eyes while he said, don't you wanna have fun? Fool around with someone. Don't you wanna have fun? Never mind my dumb heart. It needs a little kickstart. 'Cause don't you wanna have fun? Don't you wanna have some fun? Just make it go away. Can't take another day. Yeah, his baby said that they don't got a future. Future like that, it hurts. So giving something worse to pass the time. Don't you wanna have fun? Fool around with someone. Don't you wanna have fun? Never mind my dumb heart. It needs a little kickstart. 'Cause don't you wanna have fun? Don't you wanna have some fun? Don't you wanna have some fun?
So, meine Lieben, schreibt es doch mal bitte unten in die Kommentare rein, wie ihr diesen 48 Watt findet, auch den 36 Watt. Wer hat den 36? Was habt ihr allgemein verlasert? Ihr könnt mal unten alles reinballern, was euch so einfällt. Würde mich echt drüber freuen. Dann schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal hier gemütlich an. Das Wichtigste ist natürlich die Schnittleistung, die wir haben. Und ihr habt es ja gesehen, die ist enorm. Ich bin begeistert. Ob es manchmal sinnvoll ist, kommen wir gleich nochmal zum Sprechen hier. Fangen wir mal mit 4 mm Sperrholz an. Das ist ja Kindergarten hier. Diese 300 bis 600 tun wir gleich mal weg hier. Das ist total unwichtig. Ich bin an eins hochgegangen hier, auch von 600 bis 900. Hier ist er bei 60% dann ausgestiegen hier. Aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht lasert hier, weil wenn man jetzt mal hier hingeht, hier die 800 bis 1110 mm pro Minute hier und da ist er dann erst wirklich hier bei 1000 ausgestiegen. Also das heißt wirklich 1000 mm pro Minute und wir kommen immer noch mit 80% hier durch 4 mm Sperrholz durch. Jetzt holen wir mal den Vergleichstest hier vom 36 Watt hier. Jetzt schaut mal, 36 Watt. Da steigt er hier bei den 600 mit 60% steigt er aus. Also das denk mal 800 wird er schon noch erreichen. Aber ihr seht mal diesen krassen Unterschied hier. Wir liegen hier bei 1000, hier bei 600. Also das ist schon enorm der Unterschied hier. Und das Ganze merkt man natürlich dann auch noch, wenn man das bisschen dickere macht hier. Wir haben jetzt hier 10 mm. 10 mm Sperrholz, Pappelsperrholz wohlgemerkt, nicht Buche oder sonst irgendwas. Jetzt holen wir mal den Vergleichstest vom 36 Watt her. Und jetzt seht ihr mal diesen krassen Unterschied hier. Wir haben die gleichen Geschwindigkeiten, einen Durchgang. Und wo wir dann hier wirklich hingekommen sind, wir können noch mit 380% kommen wir hier noch wirklich super durch 10 mm Sperrholz mit einem Durchgang. Und das finde ich echt mal enorm. Enorm finde ich auch die 19 mm mit einem Durchgang. Fichte, ohne automatisches Absenken. Hier mit 100 ist definitiv zu langsam. Das merkt man dann hinten, hier kokelt es dann schon ein bisschen rum hier. Das ist ja dann keine schöne Schnittkante mehr, also total sinnlos im Endeffekt. Aber mit 150 und 90 kommen wir noch durch und hier hat gar nichts gekokelt. Also hier haben wir auch wirklich einen super schönen Schnitt hier. Also deshalb empfehle ich euch immer diese Power-Tests oder diese Schnitttests hier zu machen, damit ihr einfach rausbekommt, wo ihr den besten Schnitt habt. Also wie gesagt, hier ist es verkohlt, würde ich euch definitiv nicht empfehlen hier. Also echt enorm. Selbst bei 24 mm Fichte sind wir mit einmal hier durchgekommen. Hier einmal durch. Ja, es war noch ein ganz kleiner Ast hier, aber ich sage jetzt mal, richtig schön ist es jetzt auch nicht wirklich durchgeschnitten. Also ich kann es euch nicht empfehlen, hier mit 195 da durchzugehen durch die 24 mm Fichte. Geht's lieber 2, 3 Durchgänge, fahrt's dafür aber lieber schneller. Das heißt, ihr seid fast genauso gleich schnell wie mit einem Durchgang, wenn ihr da ein bisschen schneller fahren könnt. Also das kann ich euch definitiv nicht empfehlen, hier mit den 2 Durchgängen und absinken um 2,5 mm. Das funktioniert ganz gut. Ihr könnt es aber auch noch natürlich bei 2 Durchgängen, könnt ihr ja locker 4, 6, 7 mm absenken. Ihr könnt ja maximal 8 mm absenken bei 2 Durchgängen. Das heißt, der zweite Durchgang würde dann 8 mm nach unten gehen, beziehungsweise geht es lieber auf der Nummer sicher und geht es auf 7 mm. Also auch noch echt enorm. Ja, jetzt kommen wir zu der guten Eiche. Also, es funktioniert schon. Wir haben hier doch stolze 19 mm Eiche. Wir kommen hier durch, aber, ich sage jetzt mal dieses Aber. Ich habe es hier mit 3 Mal gemacht und jeweils mit 2 mm absinken. Aber jetzt schaut mal die Rückseite an, wie verkokelt das hier ist. Also kann ich euch definitiv nicht empfehlen. Macht es da lieber 6 Durchgänge und fahrt auf jeden Fall schneller. Weil das ist was anderes als schön hier. Ihr seht es ja, wie das hier gekokelt hat. Also mit Eiche 19 mm ist natürlich schon enorm, muss ich sagen, weil das ist ja echt Eiche. Und ja, kann ich euch aber nicht empfehlen. Ja, wir kommen sogar mit unseren 48 Watt hier durch 30 mm Fichtenholz. Das ist auch krass, das ist 30 mm. Ich habe hier 4 Durchgänge gebraucht, 4 Durchgänge mit 1,5 mm absenken, 130 und 95% Leistung. Ja, ich kann es euch auch nicht empfehlen, macht es lieber mehr Durchgänge
und dann habt ihr doch einen besseren Schnitt. Ich meine, so schlecht ist der Schnitt jetzt hier nicht. Ihr seht es ja, es ist okay. Aber wer muss schon 30 mm Fichte schneiden? Also ich finde das schon echt heftig, was da durchgeht überhaupt. Auf Edelstahl kann ich natürlich auch direkt lasern, das wisst ihr ja. Da kann ich euch aber schon diese 24 Watt eher empfehlen hier. Farbig lasern habe ich aber ein cooles Video drüber gemacht. Das müsst ihr euch anschauen hier. Werde ich euch auch nochmal verlinken. Und zwar kann man dann hier solche coolen Sachen hier machen. Ihr seht, das ist farbig gelasert auf Edelstahl hier. Funktioniert echt top. Diese Dateien habt ihr ja gesehen, ich habe das jetzt auch mal probiert, das waren die ersten Tests hier, einmal mit 24 Watt, einmal mit 48 Watt hier. Ja, man muss noch ein bisschen dran feilschen, ich werde euch die Dateien trotzdem zum kostenlosen Downloaden anbieten. Spielt da ein bisschen rum, wie gesagt, da gibt es ein Video dazu, wie ich das erkläre, wie ihr das Ganze macht hier. Aber ja, es passt schon, aber man muss vielleicht noch ein bisschen, ja, ein bisschen fein einstellen, die Dateien, damit es noch besser wird. Aber es sind schon tolle Farben rausgekommen, muss ich sagen. Auch dazu gibt es ein cooles Video. Das ist ein Folienspray hier spezieller, den man dann hier drauf sprüht auf Alu. Und ich kann hier auf Metall, auf Alu und sonstigen Metallen kann ich hier markieren. Leute, Achtung, es ist nicht graviert, es ist markiert. Es geht auch nicht mehr ab. Das ist so richtig eingebrannt hier ins Alu oder ins Metall. Aber es funktioniert top. Macht da auch einen Speed- und Power-Test drauf. Dazu gibt es auch ein Video. Also wie gesagt, ich habe mittlerweile schon so viele Videos gemacht mit Tipps und Tricks. Schaut es das auch nochmal an. Und das ist ja auch mal echt enorm, wie das richtig cool auf Alu hier rauskommt. Weil ihr wisst, mit dem Diodenlaser kann ich nicht direkt auf Alu und Metall lasern bzw. gravieren oder markieren. Nur mit diesem Trick. Schiefer geht auch super einfach. Schiefer ist mein Lieblingsobjekt zum Gravieren, muss ich sagen. Hier richtig cool. Da kann ich eine super hohe Geschwindigkeit fahren hier, wenn man jetzt nur so Logos macht oder so. Gar kein Stress hier, geht echt top. Wenn ihr jetzt Bilder macht, müsst ihr definitiv runter von der Geschwindigkeit. 24 Watt einstellen hier und ganz weit runter mit der Geschwindigkeit. Und dann kriegt ihr auch relativ super tolle Bilder hin. Genaue Bilder. Schaut mal, wie getreu das hier wirklich gelasert worden ist. Es schaut live noch viel, viel besser aus. Also richtig gigantisch. Auch der Frosch ist richtig cool geworden hier. Aber ihr müsst frei nicht meinen, dass bei mir alles immer gleich auf Anhieb funktioniert. Nein, Leute, bis ich ja hier an den Einstellungen richtig war, ist viel Zeit vergangen. Hier misslungene Schieferplatten hier. Also ihr müsst ja bloß mal meinen, nicht alles funktioniert auf Anhieb. Also müsst ihr natürlich auch wissen. Wie versprochen, kommen wir ganz schnell auf die Füße zum Sprechen hier. Ihr seht ja hier Füße, ich habe die hier unten an die Opferplatte angebracht. Ihr seht sie hier, das ist halt nur in weiß. Und zwar sind die dann so, dass man hier mit diesen Füßen, mit diesen Runden, kann man hier den Laser fix auf eine Opferplatte schrauben. Und man kann auch noch Erhöhungen draufstecken, so hoch wie man will. Und das funktioniert echt super hier. Und da kommt dann hier der Fuß einfach rein und der Laser ist immer am selben Fleck. Auch so beim 36 Watt, der hat ja einen anderen Fuß unten. Das sind die hier gedacht. Und da kann man genauso auch die Erhöhungen einfach draufstecken, so hoch wie man will. Und die kann man sich selber drucken, wenn man einen 3D-Drucker hat. Wie gesagt, die Dateien sind nicht von mir, aber ich werde sie euch verlinken, wo ihr die Dateien herbekommt. Jetzt kommen wir aber zum Wichtigsten, das Fazit. Lohnen sich die 48 Watt überhaupt oder nicht? Oder reicht auch das 36 Watt? Ich sage jetzt einfach mal so, wer viel Holz schneidet oder Materialien schneidet, der kann gerne auf den 48 Watt gehen. Echt mega, ich habe da eine mega Geschwindigkeit, ich spare mir viel Zeit hier und ich kann da wirklich Material durchjagen. Weil wir haben da echt eine hohe Geschwindigkeit, ihr habt es ja selber gesehen. Vorteil ist, ich kann natürlich auch wieder umschalten auf 24 Watt und kann auch sehr gut gravieren. Ihr habt es ja am Schiefer gesehen, die Qualität ist ja echt top rausgegangen von den Bildern, die ich drauf gelasert habe. Aber ich sage jetzt nicht, dass der 36 Watt schlecht ist. Das ist eigentlich wirklich auch ein Top-Mega-Laser. Also mir würde der genauso auch reichen hier, aber es ist natürlich nice to have, diese 48 Watt. Ich sage bei beiden Geräten jetzt einfach, ich mag diese beiden Geräte richtig mega. Mir macht es so viel Spaß, mit diesen beiden Geräten hier zu lasern. Diese ganzen Features, die dieses Laserteil hier verbaut hat. Mega. Das automatische Absinken, den Autofokus. Ich stelle da nichts mehr hier per Hand ein oder sonst irgendwas. Ich drücke auf den Knopf und es wird automatisch perfekt eingestellt.
Also das gefällt mir echt richtig gut hier. Auch das Laserkreuz, die Positionierung der Werkstücke. Es ist so einfach. Ich lege das Werkstück richtig hin, Laserkreuz anvisieren. Natürlich, wenn das Laserkreuz justiert ist, richtig eingestellt ist, dann ist es nur noch ein Knopfdruck und ich kann loslasern und ich habe es genau an dieser Stelle. Habt ihr es ja auch gesehen bei diesem kleinen 8 mm Logo, was ich da drauf gelasert habe. Das hat echt mega gut funktioniert. Also ich kann euch beide definitiv empfehlen hier. Das müsst ihr natürlich selber entscheiden hier, ob ihr mehr schneidet. Dann wirklich den hier definitiv, aber es reicht auch wirklich der hier. Der X40 von Atom Stack hier, den könnt ihr genauso nehmen, wenn ihr die ganzen Features nicht haben wollt, die diese beiden Laser haben. Da könnt ihr euch ein paar Euro sparen hier, aber wie gesagt, das müsst ihr selber entscheiden. So, wir sind am Ende des Videos. Es ist doch ein bisschen länger geworden. Sorry dafür, aber es ist einfach viel hier zum Erklären, zum Sagen hier drüber über diese beiden Laser oder über diese 3 Laser mittlerweile. Und trotzdem, ich würde mich über Kommentare freuen. Lasst doch bitte einen Daumen da. Vergesst die Playlist nicht anzuschauen hier, denn es sind einige Laservideos drin, die dann echt interessant sein könnten. Tipps und Tricks sind auch dabei. Also lasst einen Daumen da, ein Abo und ich würde sagen, bis zum nächsten Laservideo. Schöne Grüße aus dem Allgäu. Servus.